Willkommen zu Frequent Traveler TV. Nachdem ich gestern Man-Flu hatte und keine frisch gepresste Sendung machen konnte, habe ich heute wieder die Kraft dazu und bringe euch frisch gepresste Themen. Die Lufthansa zu ihrem Programm Turnaround, da gibt es einen guten Bestandteil, und zwar möchte man die Verwaltungskosten deutlich senken. TAP nimmt wieder Fahrt auf, verkauft zu werden. Condor, die haben wieder Lustigkeiten mit neuen Strecken, was also auch gut ist. Aber die Frage, die viele stellen, sind sie auf der Spur der Air Berlin? Also quasi so wie sie Fantasien haben, groß zu werden, haben sie Fantasien, die sie dann doch zu Boden bringen und dann weg und verschwinden. Weiter geht es dann mit Amex Membership Rewards. Das ist ein Drama. Und wir haben ein Thema, da gibt es, was haben wir denn noch? Ryanair. Die haben Neuigkeiten zu Handgepäck. Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und quasi kommentieren. Und vor allem auf School, da könnt ihr Mitglied werden und könnt da auch noch natürlich euren Senf dazugeben. Das erste Thema, was wir haben, das ist Lufthansa. Die Lufthansa macht ja ihr Programm Turnaround. Bei dem Turnaround-Programm ist es so, dass man jetzt mit den Verwaltungskosten 20% senken will und Verschlankung von Strukturen, Prozessen, geplanter Stellenabbau in der Verwaltung. Nachbesetzungsstopp soll Personalkosten senken, aber auch die Sachkosten sollen reduziert werden. Natürlich ist es Bestandteil des Programms Turnaround. Lufthansa, die Kernmarke Lufthansa, muss profitabler werden. Und es gab ja auch schon erste Berichte Ende 2024 im Manager-Magazin, dass man dort etwas den Rotstift ansetzen wolle, aber auch müsse. In der Finanzlage 2025 ist es so, dass man im ersten Quartal 772 Millionen Verlust gemeldet hat. Davon sind 553 Millionen Verlust auf die Kernmarke der Lufthansa alleine, trotz Ergebnisverbesserung. Also das heißt, Lufthansa selber ist ein Problemfall. Das Ziel für 2026 ist es, da plus 1,5 Milliarden Euro zu erwirtschaften, also bei dem Ergebnissteigerung durch Turnaround. 2028 soll der Turnaround 2,5 Milliarden Bruttogewinn plus liefern. 2/3 der Verbesserung soll über Einsparung kommen, 1/3 über höhere Erlöse. Und Cockpit-Bereich ist natürlich auch, das sollen flexiblere Dienstpläne für Piloten geplant werden. Aktueller Erfolg ist so, dass man natürlich, sage ich gerade, feiert und sagt, man hat den stabilsten Flugplan seit über 10 Jahren und Pünktlichkeit, Stabilität. Also man macht gar keine genauen Angaben zum Umfang oder zum Zeitplan des Stellenabbaus. Aber man wird wahrscheinlich schrittweise hören, wenn es so Tröpfchen für Tröpfchen durchsickert, was man so alles macht und was die Lufthansa so tut. Nur muss man halt feststellen, wenn 1/3 aus mehr Erlösen kommen soll, dann wird es wohl teurer werden. Also da müssen wir uns drauf gefasst machen. Auch ist es so, dass Lufthansa natürlich Geld sammelt. Warum sammelt Lufthansa Geld? Um weitere Fluggesellschaften zu kaufen. Man hat ja Alitalia jetzt gekauft und hat da, also anteilig erstmal, ne? Also ruhig bleiben. Möchte aber dann weiter die TAP haben, und nach der Regierungskrise im Frühjahr war ja bei der TAP die Übernahme gestoppt worden. Also die Regierung hat gesagt, nee, machen wir erst doch nicht. Aber die Neuwahlen im Mai haben stattgefunden. Die Mitte-Rechts-Koalition AD Gewinn stellt nun eine Minderheitsregierung unter dem Premier Luis Montenegro. Und er möchte halt die Privatisierung wieder aufnehmen, um Investoren zu gewinnen. Tendenz geht zum Teilverkauf von 49% der TAP-Anteile an einen strategischen Partner. Und es gibt auch 2 unabhängige Bewertungsgutachten. Die eine ist von EY, also von Ernst Young, die andere ist von Banco Financia. Und die Interessenten an der IAG, British Airways und Iberia, Air France, KLM, aber auch natürlich die Lufthansa-Gruppe. Und da gucken wir mal weiter, was passiert. Denn Sicherung des Hubverkehrs über den neuen Flughafen Drehkreuzstandort in Lissabon ist ein Kriterium. Heißt also, das ist bei Lufthansa, macht man das ja so. Haben aber auch logischerweise die Freunde bei KLM Air France gemacht. Man sieht Amsterdam damals. Oder man sieht dann halt jetzt Stockholm, Kopenhagen, wenn man da das als Übernahme sieht, auch wenn es nur unter 20% ist. Aber interessant ist auch, dass die Lufthansa schon 2020 an TAP interessiert war, zusammen mit der United, aber die Pandemie die Pläne ja durchkreuzt hatte. Der strategische Reiz zur Lufthansa, für alle, die es nicht wissen oder denken, warum die Lufthansa da so viel Geld investieren soll in eine Bude.
weil TAP heißt ja auch in Kreisen Take Another Plane, wobei ich ehrlich sagen muss, ganz so schlimm sind sie ja nicht. TAP ist halt ein Südamerika-Spezialist und der ist wichtig für die Star Alliance. Und die Star Alliance hat ja in Südamerika schon Marktanteile verloren, weil der ehemalige Partner TAM zur LAN gewechselt ist. Und damit hat man natürlich dann damit nochmal ein Problem, dass man als Star Alliance da eventuell einen Partner hat, den man sonst sehr schnell verliert oder einen Markt, den man sehr schnell verliert. Ja, ihr könnt dazu sagen und schreiben, was ihr wollt, was ihr denkt, was ihr seht als Thema. Ryanair sieht ein Thema Handgepäck. Ja, diesmal aber nicht nur als Thema, wo man Ancillary Revenue bekommen kann, wo man also, ich nenne es jetzt einfach mal, zusätzliche Einnahmen bekommen kann. Machen wir die Kamera ein bisschen wieder runter. Und da ist es so, dass Ryanair plant, die Maße für kostenloses Handgepäck gleich zu vergrößern. Neu ist 40 mal 30 mal 20, also nicht mehr 40 mal 25 mal 20. Heißt also, dass man dort den Passagieren mehr Spielraum gibt mit dem freien Handgepäck. Warum? Natürlich, weil das EU-Parlament und die Verbraucherschützer da verbindliche Regeln fordern. Airlines sollen halt gewisse Maße zulassen. Die sind allerdings kleiner als die Maße, die Lufthansa im Moment hat. Und Ryanair reagiert mit dem Schritt möglicherweise vorbeugend, um halt dort den Regulierungsdruck entgegenzuwirken. Hier könnt ihr mal schreiben, was ihr davon haltet, wobei man natürlich sagen muss, bei 40, 30, 20 oder bei 40, 25, 20 ist jetzt so ein Wochenendtrip für den Normalsterblichen. Ich kenne Leute, die reisen mit einem Rucksack für 4 Monate. Schon trotzdem schwierig. Also das ist jetzt nicht so viel, diese 5 Zentimeter. Ja, Condor. Condor baut ihr Europanetz aus und legt auch jetzt weiter Fokus auf weitere Zubringer aus Europa. Und das ist so, dass man sich von einer reinen Ferienfluggesellschaft zu Hybrid-Carrier mit europäischen Städtekreuz widmen möchte und werden möchte. Man möchte eigene Zubringer für die Langstrecken ab Frankfurt sichern, nachdem Lufthansa ja natürlich das Vorzugsabkommen gekündigt hat und beendet hat. Und das gibt natürlich ein Riesenproblem. Aktuelle Ziele, die man als Zubringer hat, sind halt Paris, Mailand, Zürich, Prag, Wien, Rom, innerdeutsch, Berlin, Hamburg, München. Aber man sieht halt bei der innerdeutschen Nachfrage anscheinend, dass halt Probleme sind, weil die unter 50% Auslastung sind. Erfolgreiche Verbindungen sind Wien mit 80% Auslastung, Paris, Mailand, Rom sind ebenfalls mit sehr guter Nachfrage. Die neuen Sommerflugpläne 2026 ziehen halt neue Ziele, Barcelona, Budapest, Venedig. Und man möchte dort den Frequenzaufbau auf den bestehenden Strecken auch strategisch vorantreiben. Dafür wird das touristische Programm gestrafft. Zum Beispiel gibt es kein Malaga mehr. Und Malaga ist wirklich ein touristisches Ziel. Wenn man nach Malaga geflogen ist, weiß, was die Leute dort trinken und wie gut sie drauf sind in dem Party. Ja, und die Zubringeranteil für Condor Langstrecke ist auf nur noch 5% gefallen, früher 20%. Also man sieht, dass die Lufthansa früher 20% Zubringer gebracht hat und jetzt nur noch 5%. Und Lufthansa sieht natürlich die Condor auch als direkten Konkurrenten für die Discover. Kann man jetzt natürlich sagen, Discover Airlines ist nach der Condor gekommen, zumal die Condor ja eine Lufthansa-Geburt war, dann verkauft worden ist und jetzt merkt man, dass man es wieder braucht, aber gut, so ist es. Man möchte halt Geschäftsreisen bei der Condor gewinnen, gerade mit der modernen Flotte 330-900, mit echter Business Class, gute Umsteigezeiten in Frankfurt, Codeshare-Abkommen, zum Beispiel Emirates, Alaska, und dann auch mit American Airlines, El Al, aber auch Korean Air. Weiter geht es dann natürlich auch, dass man halt eine Vorausforderung hat gegenüber der Lufthansa. Man muss halt bekannter werden. Man hat ja die Ringelsocken-Designs, aber ihr müsst auch ehrlicherweise sehen, dass dort schwierige Sachen sind, weil die Leute kennen Condor. Viele kennen es, aber halt nicht im deutschen Ausland, also außerhalb Deutschlands, so rum würde ich sagen. Aufbau eines tragfähigen Vielfliegerprogramms ist natürlich auch wichtig. Man hat ja im Moment mit Alaska, Mileage Plan, Emirates Skywards noch verbesserungswürdige Kreditierungen, die man da einführen kann oder vielleicht einen eigenen Plan einführt. Und man sieht aber auch, dass dort Parallelen zu Air Berlin sind und deshalb gibt es so ein bisschen Warnung, weil die Punkt-zu-Punkt-Verbindung und Umsteigerouten aus Frankfurt erinnert halt an Air Berlins Strategie, allerdings da in Berlin und in Düsseldorf, also nicht in Frankfurt. Und man im Management hat trotzdem betont, die Unterschiede, und zwar Fokus auf profitablere Routen, nicht so wie bei Air Berlin, dass man eigentlich alles fliegt, wo bei 3 nicht immer noch ein Baum ist. Und man macht halt Kooperationen und Premium-Angebote.
Condor setzt halt auf kontrolliertes Wachstum und will eine attraktive Alternative für Urlaubs- und Geschäftsreisen werden mit halt interessanteren Partnerschaften und mit eigenem Netzwerk. Da könnt ihr ja auch mal zu sagen, was ihr davon denkt, was ihr davon haltet und wie ihr das Ganze seht. Ich persönlich finde es relativ spannend. Ich denke mal, dass Sie Air Berlin als warnendes Beispiel immer noch vor Augen haben. Ihr könnt ja da auch gerne auf School zum Beispiel kommentieren. Was ihr auch kommentieren könnt, und das ist halt der Burner, Deutsche Kreditkarten, ich weiß, ihr könnt ja, ich bin ja auf meinem Kreditkartenkanal wieder aktiv, irgendwo hier werde ich das wahrscheinlich verlinken, auf jeden Fall den US-Kreditkarten-Talk. Ab 1. August 2025 wird ein Transferverhältnis von Amex Membership Rewards zu mehreren Vielfältigprogrammen deutlich verschlechtert. Und ich rede da von deutlicher Verschlechterung, denn die Abwertungen sind bis zu 37,5% bei einigen Partnern. Und ich will euch da mal ein paar Beispiele nennen. Emirates Skywards ist jetzt 2:1. 2:1. Heißt also 15.000 Punkte sind nur noch 7.500 Punkte wert, sind die Mischugge. Und bisher waren es 12.000, da war es 5:4. In Amerika ist es Gott sei Dank noch 1:1, aber auch da wird es als einzige eine Änderung geben. Da wird es in Amerika 5:4 geben. Und 5:4 bedeutet, wenn man es auf der Zunge sich zergehen lässt, immerhin 20% Abschlag. Bei den 2:1, das ist halt eine krasse Geschichte. Dadurch, dass man halt nicht 1:1 war, ist es hier nur 37,5. Qatar Airways Privilege Club, Cathay Pacific, Etihad Guest sind 3:2 anstatt 5:4. Also werden aus den 15.000 Punkten 10.000 Meilen, vorher waren es 12.000. Andere Programme bleiben vorerst besser. Heißt also zum Beispiel British Airways, Air France, Iberia Plus und SAS. Interessant ist auch, wenn man zum Qatar Privilege Club geht, kannst du auch auf British Airways rüber rubbeln und dann von British Airways zu Qatar rüber. Also deshalb sollte man nie zu Qatar selber gehen. Aber in den USA immer noch 1:1 und im Moment, glaube ich, gibt es immer noch die 30% on top. Das heißt also, dass man aus diesen Punkten, wenn wir die 15.000 nehmen, bekommt man nicht 15.000 Punkte, sondern man kriegt sogar 30% mehr. Heißt also 4.500 müssten 19.500 sein, wenn ich es richtig gerechnet habe. Und daran sieht man halt, dass amerikanische Kreditkarten und die Amex sich halt wirklich leider lohnt. Und wichtig ist halt wirklich dann, dass American Express halt die Tauschkurse schon seit Jahren schrittweise verschlechtert. Die früheren Abwertungen waren halt eher so Singapur und Delta, aber in Amerika haben wir das Gott sei Dank noch nicht. Payback-Tausch schon länger natürlich ein Riesenproblem, weil 3 Membership Rewards Punkte sind ein Payback-Punkt gleich 1 Cent. Daran sieht man halt ungefähr, wie der Kurs sich entwickelt. Heißt, wer noch den alten Kurs nutzen will, sollte wirklich bis zum Ende dieses Monats, bis zum 31. Juli 2025 diese Umrubbelung machen. Und auch für alle, die Willkommensboni sich gerade geholt haben, macht es bis zum Ende des Monats. Und die Community sieht natürlich den schrumpfenden Gegenwert. Ich hatte gestern auch einige Calls mit Kunden, die halt LLCs machen wollen, aber auch amerikanische Kreditkarten aus diesem Grund. Teilweise bis zu 80-90% Wertverlust über die letzten Jahre, wenn man die Verfügbarkeiten und die Gebühren auch noch einrechnet. Weil das haben ja viele auch nicht mehr auf der Kette. Früher gab es ja gefühlt keine Gebühren, jetzt sind da so viele Gebühren. Abwertung trifft vor allem die Fans von Emirates Airlines und Nicht-EU-Programme hart. Für EU-basierte Vielfalt bleibt das Verhältnis im Moment noch stabil, aber es ist halt wirklich so, ja, Nachtigall, ich höre dir trapsen, weil ich sehe nicht wirklich den Grund, warum Qatar Airways Avios anders kosten als British Airways, weil ist das nicht irgendwie Same Pool oder so weiter. Also insofern ist da für den einen oder anderen jetzt der Weg auf die amerikanische Kreditkarte. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da meinen Kanal zu abonniert, nämlich den US-Kreditkarten-Talk. Und natürlich, wie immer am Ende, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen. Danke, dass ihr heute dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr wieder bei der nächsten Sendung dabei seid. Und was auch ganz wichtig ist, genießt den Abspann und bis zur nächsten Sendung. Also bis dann, ciao, ciao und morgen in Frankfurt für die, die mich in Frankfurt treffen.